Lektion 1: Wahlkandidaten. Als die Wahl näher rückte, gab es einen Kandidaten, der beim Volk großen Anklang fand. Ja, es ist interessant, wie Sie die öffentliche Meinung im Wahlkampf beeinflussen können. Führende Republikaner machten sich Sorgen darüber, wen sie unterstützen sollten, als die Vorwahlen näher rückten. Das stimmt. Sie müssen sich oft hinter jemanden stellen, der die Partei vereinen kann. Genau. Es kann eine ziemliche Herausforderung sein, einen Kandidaten mit breiter Anziehungskraft zu finden. Besonders in einem gespaltenen politischen Klima ist es entscheidend, mit Bedacht zu wählen. Ich bin gespannt, wie sich diese Wahl entwickeln und welche Auswirkungen sie auf die künftige Politik haben wird. Ich auch. Jede Wahl prägt maßgeblich die Richtung des Landes. Bleiben wir im weiteren Verlauf über die Kandidaten und ihre Plattformen auf dem Laufenden. Lektion 2: Sehenswürdigkeiten. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele interessante Sehenswürdigkeiten sich auf unserem Weg befinden? Ja, ich liebe es, beim Wandern neue Orte zu entdecken. Was glauben Sie, was wir sehen könnten? Da ist dieser alte Glockenturm, den es schon seit Ewigkeiten gibt. Es ist ziemlich ikonisch. Oh, das habe ich gesehen. Es ist so eine schöne Struktur. Was gibt es sonst noch? Gleich danach kommen wir an einem urigen kleinen Café vorbei, das für sein Gebäck bekannt ist. Gebäck klingt verlockend. Gibt es Sitzgelegenheiten im Freien? Ja, das tun sie. Es ist ein schöner Ort zum Entspannen und Genießen der Aussicht. Vielleicht möchte ich das nächste Mal dort einen Kaffee trinken. Irgendwelche anderen Sehenswürdigkeiten? Auf jeden Fall werden wir auch einen atemberaubenden Park mit Skulpturen entlang des Weges sehen. Lektion 3: Taxipreisanfrage. Ich sehe, dass es in der Nähe einen Taxistand gibt. Gibt es einen Festpreis für das Taxi zum Flughafen? Ja, in der Regel gibt es einen festen Tarif, was es für Reisende einfacher macht. Das ist toll zu wissen. Es hilft, Überraschungen bei Ihrer Ankunft zu vermeiden. Genau. Ein Festpreis gibt Ihnen Sicherheit, besonders wenn Sie es eilig haben. Ich stimme zu. Es ist eine Sache weniger, über die Sie sich während der Reise Sorgen machen müssen. Außerdem ist es praktisch, Ihre Reisekosten im Voraus zu budgetieren. Sicher. Lassen Sie uns den Fahrpreis vor unserer Abreise beim Fahrer bestätigen. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich bin froh, dass wir proaktiv vorgehen. Absolut. Wenn Sie informiert bleiben, wird das Reisen immer reibungsloser. Lektion 4: Reisepläne. Wann planen Sie zu reisen? Ich möchte am 8. Juli abreisen, es ist die perfekte Zeit für mich. Das hört sich gut an. Haben Sie bereits mit den Vorbereitungen begonnen? Ja, ich habe meinen Flug gebucht und suche nun nach einer Unterkunft. Das ist großartig. Die Suche nach einer guten Unterkunft kann Ihr Erlebnis wirklich bereichern. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass es bequem und günstig gelegen ist. Planen Sie, nach Ihrer Ankunft bestimmte Sehenswürdigkeiten zu erkunden? Definitiv. Ich habe eine Liste mit Orten und Aktivitäten, die ich besuchen möchte. Es hört sich an, als wärst du bereit für ein unglaubliches Abenteuer. Lektion 5: Stressmanagement. Stressige Zeiten können eine Herausforderung sein, das ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden. Absolut.
Stressbewältigung ist für die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils unerlässlich. Was ist mit Techniken zur Stressbewältigung? Haben Sie welche gefunden, die gut funktionieren? Ja, ich praktiziere regelmäßig Achtsamkeits- und Atemübungen. Das klingt effektiv. Ich habe gehört, dass Meditation auch zum Stressabbau hilfreich sein kann. Definitiv. Es hilft, den Geist zu klären und den Fokus wiederzugewinnen. Ich sollte versuchen, einige dieser Techniken in meine Routine zu integrieren. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es kann einen erheblichen Unterschied darin machen, wie Sie sich fühlen. Ich freue mich darauf, neue Wege zu erkunden, um besser mit Stress umzugehen. Lektion 6: Dampfbetriebene Boote. Sehr beliebt waren dampfbetriebene Boote mit großen Schaufelrädern, die das Boot vorwärts trieben. Ja, sie stellten einen bedeutenden Fortschritt im Transportwesen dar, bevor Autos üblich wurden. Genau. Sie revolutionierten das Reisen entlang von Flüssen und Seen und machten es viel schneller. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es damals gewesen sein muss, mit diesen Booten zu reisen. Absolut. Das Erlebnis, auf dem Wasser entlang zu fahren, muss aufregend gewesen sein. Und sie spielten zu ihrer Zeit eine entscheidende Rolle im Handel und Gewerbe. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie Technologie unsere Fortbewegungsmittel prägt. Erfahren Sie mehr über die Geschichte dieser Boote. Es klingt fesselnd. Ich würde gerne. Es ist immer interessant, in die Innovationen der Vergangenheit einzutauchen. Lektion 7: Zusammenarbeit mit einem Vertriebsteam. Ja, ich habe kürzlich mit einem Vertriebsteam an einem Projekt zusammengearbeitet. Das klingt interessant. Welche Fähigkeiten haben Sie durch diese Erfahrung erworben? Ich habe viel über Kommunikation und Teamarbeit gelernt, die im Verkauf von entscheidender Bedeutung sind. Absolut. Die Arbeit mit einem Team kann die Problemlösungsfähigkeiten wirklich verbessern. Ja, und es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich an verschiedene Situationen anpassen zu können. Ich kann es mir vorstellen. Flexibilität ist der Schlüssel, wenn man auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ich habe auch Einblicke in die Kundenbeziehungen und wie man effektiv interagiert, gewonnen. Das ist großartig. Diese Fähigkeiten werden Ihnen bei Ihren zukünftigen Unternehmungen auf jeden Fall von Nutzen sein. Ich freue mich darauf, das Gelernte in kommenden Projekten anzuwenden. Lektion 8: Im Voraus buchen. Es ist immer sicherer, im Voraus zu buchen, insbesondere an den Wochenenden. Ich stimme voll und ganz zu. Es hilft, Überraschungen oder Enttäuschungen in letzter Minute zu vermeiden. Genau. Viele Orte neigen dazu, schnell voll zu sein, besonders an Spitzentagen. Ja, und wenn Sie sich im Voraus einen Platz sichern, können Sie beruhigt sein. Außerdem finden Sie möglicherweise sogar bessere Angebote, wenn Sie frühzeitig buchen. Das stimmt. Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für Ihren Geldbeutel als auch für Ihren Zeitplan. Haben Sie bevorstehende Reisen geplant, die Sie im Voraus buchen müssen? Ich denke darüber nach, bald einen Wochenendausflug zu machen, also werde ich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Großartig. Stellen wir sicher, dass wir alles im Voraus planen, um unser Erlebnis zu maximieren. Lektion 9: Unvergessliche Momente. Fräulein großartig. Lassen Sie uns jeden Moment dieser unvergesslichen Reise genießen. Absolut.
Ich möchte jedes Erlebnis aufsaugen und bleibende Erinnerungen schaffen. Ja, es ist wichtig, die kleinen Dinge auf dem Weg zu schätzen. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal sind es diese kleinen Momente, die am meisten bedeuten. Genau. Ob es ein wunderschöner Sonnenuntergang oder ein köstliches Essen ist, lassen Sie uns alles genießen. Ich werde sicherstellen, dass ich viele Fotos mache, um mich an unsere Abenteuer zu erinnern. Das klingt perfekt. Fotos sind eine großartige Möglichkeit, diese Momente später noch einmal zu erleben. Ich kann es kaum erwarten. Diese Reise wird für uns beide etwas Besonderes sein. Machen wir es zu einer Reise, an die man sich ein Leben lang erinnert. Lektion 10: Social-Media-Gewohnheiten. Absolut. Es macht ziemlich süchtig, ich merke, dass ich stundenlang gedankenlos scrolle. Ich weiß, was du meinst. Beim Surfen verliert man leicht den Überblick über die Zeit. Ja, und manchmal frage ich mich, wie viel davon wirklich nützlich ist. Genau. Bei so vielen verfügbaren Informationen kann es überwältigend sein. Ich habe versucht, meine Bildschirmzeit zu begrenzen und mich auf produktivere Aktivitäten zu konzentrieren. Das ist eine tolle Idee. In der heutigen digitalen Welt ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zu finden. Ja, ich denke, dass es hilfreich sein kann, bestimmte Zeiten für soziale Medien festzulegen. Definitiv. Lassen Sie uns einander zur Rechenschaft ziehen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ich bin damit einverstanden. Gemeinsam können wir gesündere Gewohnheiten schaffen. Lektion 11: Malerische Fahrten. Es ist so schön, durch den Verkehr und auf mehrspurigen Autobahnen vorbei an Weinreben und Pfirsichbäumen zu fahren. Das ist es wirklich. Diese malerischen Routen können jede Reise zu etwas Besonderem machen. Ja, die Landschaften sind atemberaubend und tragen zum Gesamterlebnis des Reisens bei. Ich liebe es, wie die Natur eine einfache Fahrt in ein Abenteuer verwandeln kann. Genau. Es ist wie eine kleine Flucht aus der Hektik des Stadtlebens. Ich würde gerne einen Roadtrip durch diese Gebiete machen und auf örtlichen Bauernhöfen Halt machen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Frisches Obst und schöne Ausblicke sind eine perfekte Kombination. Planen wir bald einen Wochenendausflug, um diese malerischen Routen zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine wunderbare Art sein, gemeinsam die Natur zu genießen. Lektion 12: Snacks für die Reise. Können Sie ein paar Snacks und Getränke für unseren Ausflug mitbringen? Sicher. Ich werde auf jeden Fall ein paar Chips und Limonaden für uns mitbringen. Das klingt perfekt. Snacks machen eine Reise immer angenehmer. Ich stimme zu. Wenn wir etwas zum Knabbern haben, bleibt unsere Energie erhalten. Ja, und es ist schön, unterwegs ein paar Erfrischungen zur Hand zu haben. Für eine gesündere Variante füge ich auch etwas Obst hinzu. Tolle Idee. Eine Mischung aus Snacks sorgt für Abwechslung. Ich bin begeistert. Machen wir diesen Ausflug zu einem unterhaltsamen und leckeren Abenteuer. Absolut. Gutes Essen steigert immer das Erlebnis. Lektion 13: Für andere sorgen. Wenn wir krank sind, ist sie wie eine Köchin, wenn sie Mahlzeiten für uns zubereitet. Das ist so süß. Es ist beruhigend, wenn sich jemand um einen kümmert, wenn es einem nicht gut geht. Ja, es zeigt wirklich, wie sehr sie uns in schwierigen Zeiten liebt und unterstützt. Genau.
Es ist schön, jemanden zu haben, der sich die Zeit nimmt, andere zu fördern. Und sie sagt immer, dass die Reinigung des Hauses auch ihre Art ist, Fürsorge zu zeigen. Das ist eine wunderbare Einstellung. Die Schaffung eines sauberen Raums kann wirklich dazu beitragen, die Stimmung zu heben. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie sehr sich eine aufgeräumte Umgebung auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Denken wir daran, diejenigen zu würdigen, die sich so rücksichtsvoll um uns kümmern. Definitiv. Es ist wichtig, Dankbarkeit für ihre Freundlichkeit zu zeigen. Lektion 14: Historische Gebühren. Es war das erste Mal, dass eine solche Anklage gegen ein amerikanisches Unternehmen erhoben wurde. Ja, und es ging um den Tod mehrerer Personen, was schockierend war. Es ist faszinierend, wie rechtliche Schritte die unternehmerische Verantwortung prägen können. Absolut. Dieser Fall könnte einen wichtigen Präzedenzfall für zukünftige Maßnahmen darstellen. Ja, es unterstreicht die Bedeutung der Rechenschaftspflicht in Geschäftspraktiken. Ich frage mich, wie sich dies auf die öffentliche Wahrnehmung des betreffenden Unternehmens auswirken wird. Es wird wahrscheinlich viele Diskussionen und Debatten in den Medien auslösen. Sicher. Behalten wir im Auge, wie sich diese Geschichte im Laufe der Zeit entwickelt. Definitiv. Es ist ein entscheidender Moment in der Unternehmensethik und im Unternehmensrecht. Lektion 15: Erinnerungen auf dem Dachboden. Am liebsten habe ich die alte Truhe durchsucht, die sie oben auf dem Dachboden hatte. Das klingt faszinierend. Was hast du da drin gefunden? Ich habe einige alte Fotos und Briefe entdeckt, die so viele Erinnerungen wachgerufen haben. Wie nostalgisch. Es muss sich wie eine Reise in die Vergangenheit angefühlt haben. Das war es wirklich. Jeder Gegenstand hatte seine eigene Geschichte und Geschichte. Ich liebe es, wie Objekte eine solche emotionale Bedeutung haben können. Ja, es lässt einen die Vergangenheit und die Menschen, die Teil davon waren, wertschätzen. Lasst uns einen Plan schmieden, wie wir eines Tages unsere eigenen Familienandenken sortieren können. Das würde mir gefallen. Es wäre eine sinnvolle Möglichkeit, uns mit unseren Wurzeln zu verbinden. Lektion 16: Mittagspläne. Das ist großartig. Sollen wir das Mittagessen mitbringen oder kennen Sie gute Restaurants in der Nähe? Ich kenne ein paar nette Orte, die wir ausprobieren könnten, aber das Mitbringen eines Mittagessens könnte Zeit sparen. Wahr. Wenn wir ein Mittagessen einpacken, können wir es überall genießen. Ja, aber es wäre schön, auch etwas Lokales auszuprobieren. Ich stimme zu. Lassen Sie uns anhand unseres Tagesplans entscheiden. Wie wäre es, wenn wir Snacks mitbringen und uns für das Mittagessen entscheiden, wenn wir unterwegs Das sind? klingt nach einem soliden Plan. Auf diese Weise haben wir das Beste aus beiden Welten. Ich bin begeistert. Gutes Essen macht Ausflüge immer angenehmer. Absolut. Machen wir diesen Tag zu einem köstlichen Abenteuer. Lektion 17: Navigieren in der Realität. Ja, das stimmt. Heutzutage ist es schwer zu unterscheiden, was echte und was Fake News sind. Absolut. Die Medienlandschaft ist so komplex und unübersichtlich geworden. Es ist wichtig, Informationen zu überprüfen, bevor man sie als Wahrheit akzeptiert. Ich stimme zu. Kritisches Denken ist im digitalen Zeitalter wichtiger denn je. Ja, das Vertrauen auf zuverlässige Quellen kann uns helfen, durch Fehlinformationen zu navigieren.
Bevor ich mir eine Meinung bilde, überprüfe ich oft die Fakten mehrerer Medien. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, informiert und aufmerksam zu bleiben. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Es ist wichtig, engagiert zu bleiben. Definitiv. Gemeinsam können wir ein besseres Verständnis und Bewusstsein fördern. Lektion 18: Kerzenherstellung. Das hört sich herrlich an. Benötige ich für die Kerzenherstellung spezielle Geräte? Ja, Sie benötigen ein paar grundlegende Utensilien wie Wachs, Dochte und Formen. Ich verstehe. Es ist gut zu wissen, dass ich für den Anfang einige bestimmte Dinge benötige. Absolut. Oft finden Sie Kerzenherstellungssets, die alles enthalten, was Sie brauchen. Das macht es für Anfänger wie mich einfacher. Ist es ein komplizierter Prozess? Gar nicht. Sobald man den Dreh raus hat, kann es sehr angenehm und entspannend sein. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Ich liebe die Idee, meine eigenen Duftkerzen zu kreieren. Du wirst so viel Spaß haben. Außerdem eignen sie sich hervorragend als Geschenk für Freunde und Familie. Planen wir bald eine Sitzung zum Kerzenmachen, ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Lektion 19: Reisebudget. Hatten Sie beim Einkaufen für Ihre Reise ein Budget im Hinterkopf? Ja, ich hatte eine grobe Schätzung, damit ich nicht zu viel für unnötige Artikel ausgab. Das ist klug. Die Einhaltung eines Budgets kann Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Finanzen wirklich helfen. Absolut. Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, lässt man sich zu leicht mitreißen. Ich stimme zu. Eine vorausschauende Planung stellt sicher, dass Sie Ihre Reise ohne finanziellen Stress genießen können. Genau. Ich lege immer einen bestimmten Betrag für Aktivitäten und Souvenirs zurück. Das ist eine tolle Strategie. Es ermöglicht Ihnen, sich ein wenig zu gönnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, und es hilft mir, Prioritäten für das zu setzen, was ich auf der Reise wirklich erleben möchte. Denken wir daran, wenn wir uns auf unseren nächsten Urlaub vorbereiten. Lektion 20: Stressmanagement. Stressige Zeiten sind entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden, wir müssen es effektiv verwalten. Absolut. Welche Stressbewältigungstechniken finden Sie hilfreich? Ich habe angefangen, regelmäßig Achtsamkeits- und Atemübungen zu machen. Das klingt effektiv. Ich habe gehört, dass Meditation auch sehr nützlich sein kann. Ja, es hilft wirklich, den Kopf frei zu bekommen und Ängste abzubauen. Das sollte ich versuchen. In unserem geschäftigen Leben ist es unerlässlich, Möglichkeiten zur Entspannung zu finden. Definitiv. Es kann einen erheblichen Unterschied in der Art und Weise machen, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Setzen wir uns dafür ein, Stressbewältigungspraktiken in unseren Alltag zu integrieren. Ich bin an Bord. Gemeinsam können wir uns gegenseitig auf diesem Weg unterstützen. Lektion 21: Transportgeschichte. Sehr beliebt waren dampfbetriebene Boote mit großen Schaufelrädern, die das Boot vorwärts trieben. Ja, sie stellten einen bedeutenden Fortschritt im Transportwesen dar, bevor Autos üblich wurden. Genau. Sie revolutionierten das Reisen entlang von Flüssen und Seen und machten es viel schneller. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es damals gewesen sein muss, mit diesen Booten zu reisen. Absolut.
Das Erlebnis, auf dem Wasser entlang zu fahren, muss aufregend gewesen sein. Und Sie spielten zu Ihrer Zeit eine entscheidende Rolle im Handel und Gewerbe. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie Technologie unsere Fortbewegungsmittel prägt. Erfahren Sie mehr über die Geschichte dieser Boote. Es klingt fesselnd. Ich würde gerne. Es ist immer interessant, in die Innovationen der Vergangenheit einzutauchen. Lektion 22: Erfahrung in der Zusammenarbeit. Ja, ich habe kürzlich mit einem Vertriebsteam an einem Projekt zusammengearbeitet. Das klingt interessant. Welche Fähigkeiten haben Sie durch diese Erfahrung erworben? Ich habe viel über Kommunikation und Teamarbeit gelernt, die im Verkauf von entscheidender Bedeutung sind. Absolut. Die Arbeit mit einem Team kann die Problemlösungsfähigkeiten wirklich verbessern. Ja, und es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich an verschiedene Situationen anpassen zu können. Ich kann es mir vorstellen. Flexibilität ist der Schlüssel, wenn man auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ich habe auch Einblicke in die Kundenbeziehungen und wie man effektiv interagiert, gewonnen. Das ist großartig. Diese Fähigkeiten werden Ihnen bei Ihren zukünftigen Unternehmungen auf jeden Fall von Nutzen sein. Ich freue mich darauf, das Gelernte in kommenden Projekten anzuwenden. Lektion 23: Ein Taxi buchen. Ich sehe, dass es in der Nähe einen Taxistand gibt. Gibt es einen Festpreis für das Taxi zum Flughafen? Ja, in der Regel gibt es einen festen Tarif, was es für Reisende einfacher macht. Das ist toll zu wissen. Es hilft, Überraschungen bei Ihrer Ankunft zu vermeiden. Genau. Ein Festpreis gibt Ihnen Sicherheit, besonders wenn Sie es eilig haben. Ich stimme zu. Es ist eine Sache weniger, über die Sie sich während der Reise Sorgen machen müssen. Außerdem ist es praktisch, Ihre Reisekosten im Voraus zu budgetieren. Sicher. Lassen Sie uns den Fahrpreis vor unserer Abreise beim Fahrer bestätigen. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich bin froh, dass wir proaktiv vorgehen. Absolut. Wenn Sie informiert bleiben, wird das Reisen immer reibungsloser. Lektion 24: Reisedaten. Wann planen Sie zu reisen? Ich möchte am 8. Juli abreisen, es ist die perfekte Zeit für mich. Das hört sich gut an. Haben Sie bereits mit den Vorbereitungen begonnen? Ja, ich habe meinen Flug gebucht und suche nun nach einer Unterkunft. Das ist großartig. Die Suche nach einer guten Unterkunft kann Ihr Erlebnis wirklich bereichern. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass es bequem und günstig gelegen ist. Planen Sie, nach Ihrer Ankunft bestimmte Sehenswürdigkeiten zu erkunden? Definitiv. Ich habe eine Liste mit Orten und Aktivitäten, die ich besuchen möchte. Es hört sich an, als wärst du bereit für ein unglaubliches Abenteuer. Lektion 25: Zusammenarbeit mit einem Vertriebsteam. Ja, ich habe kürzlich mit einem Vertriebsteam an einem Projekt zusammengearbeitet. Das klingt interessant. Welche Fähigkeiten haben Sie durch diese Erfahrung erworben? Ich habe viel über Kommunikation und Teamarbeit gelernt, die im Verkauf von entscheidender Bedeutung sind. Absolut. Die Arbeit mit einem Team kann die Problemlösungsfähigkeiten wirklich verbessern. Ja, und es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich an verschiedene Situationen anpassen zu können. Ich kann es mir vorstellen.
Flexibilität ist der Schlüssel, wenn man auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ich habe auch Einblicke in die Kundenbeziehungen und wie man effektiv interagiert, gewonnen. Das ist großartig. Diese Fähigkeiten werden Ihnen bei Ihren zukünftigen Unternehmungen auf jeden Fall von Nutzen sein. Ich freue mich darauf, das Gelernte in kommenden Projekten anzuwenden. Lektion 26, Morgenhilfe. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind bereit für einen anstrengenden Tag. Ich brauche heute Ihre Hilfe bei etwas Wichtigem. Guten Morgen. Natürlich bin ich ganz Ohr. Wobei benötigen Sie Hilfe? Ich habe ein Projekt, das einige Recherchen erfordert, und ich denke, Ihre Erkenntnisse wären von unschätzbarem Wert. Ich würde gerne helfen. Worum geht es in dem Projekt? Es geht um das Engagement der Gemeinschaft und darum, wie wir lokale Initiativen verbessern können. Das klingt faszinierend. Wir können gemeinsam einige Ideen entwickeln. Genau. Ich glaube, wir können einige innovative Lösungen finden. Beginnen wir mit dem, was wir bereits über die Community wissen. Rechts. Wir sollten uns auf ihre Bedürfnisse konzentrieren und darauf, wie wir sie effektiv ansprechen können. Lektion 27, tägliche Verbindungen. Das Leben kann sich manchmal überwältigend anfühlen, nicht wahr? Absolut. Es ist schwer, sich einen Tag ohne unsere kleinen Routinen vorzustellen, die uns auf dem Boden halten. Genau, diese Routinen können in ihrer Vertrautheit beruhigend sein. Sie helfen uns wirklich dabei, im Chaos ein Gefühl der Normalität zu bewahren. Auf welche Routine können Sie nicht verzichten? Ich würde meinen Morgenkaffee sagen, es gibt den Ton für meinen Tag vor. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wie ein kleines Ritual, das Freude bereitet. Ja, und es gibt mir die Energie, die ich brauche, um die anstehenden Aufgaben anzugehen. Apropos Aufgaben, haben Sie einen anstrengenden Tag geplant? Lektion 28, über das Glück nachdenken. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, ob Sie glücklicher gewesen wäre? Ja, es ist eine Frage, die zum Nachdenken anregt und über Lebensentscheidungen nachdenkt. Die Geschichte zeigt, wie stark kleine Kinder von ihrer Umgebung beeinflusst werden können. Es ist herzzerreißend zu erkennen, dass sie manchmal keine Stimme haben. Genau, und es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ihnen Gehör geschenkt wird. Wir sollten uns für ihr Glück und Wohlergehen einsetzen. Ja, und Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Absolut. Wir können damit beginnen, ihre Geschichten mit anderen zu teilen. Das könnte zum Handeln und zur Unterstützung ihrer Bedürfnisse anregen. Lektion 29, in Verbindung bleiben. Ich habe versucht, über Videoanrufe eine Verbindung zu meinem Zuhause herzustellen. Das ist eine gute Idee. Es hilft wirklich, die Distanz zu überbrücken. Ich finde es beruhigend, bekannte Gesichter zu sehen, selbst durch einen Bildschirm. Dadurch fühlt sich die Trennung etwas weniger überwältigend an. Haben Sie weitere Vorschläge, um in Verbindung zu bleiben? Wie wäre es mit dem Versenden von Briefen oder Postkarten? Sie verleihen eine persönliche Note. Ich liebe diese Idee. Es würde so viel bedeuten, etwas Greifbares zu erhalten. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Erfahrungen in einem anderen Format auszutauschen. Genau. Es fühlt sich herzlicher an als nur eine kurze Nachricht. Lektion 30, Neuanfänge.
Auch die Betten müssen gewechselt werden, sie müssen mit sauberer Bettwäsche versorgt werden. Absolut. Frische Laken können den Komfort deutlich verbessern. Es ist eines dieser einfachen Vergnügen, das wir oft übersehen. Ja, aber es trägt wirklich zu einer friedlichen Umgebung bei. Ich finde, dass ein sauberer Raum auch dabei hilft, den Kopf frei zu bekommen. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie sehr unsere Umgebung uns beeinflusst. Lassen Sie uns eine Liste aller Aufgaben erstellen, die wir heute erledigen müssen. Tolle Idee. So bleiben wir organisiert und effizient. Ich kümmere mich um die Wäsche, während Sie sich um die Betten kümmern. Lektion 31: Achtsames Atmen. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihren Atem. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu zentrieren. Alles klar, ich werde es versuchen. Wie lange soll ich das machen? Nur ein paar Minuten, um zu beginnen. Es kann wirklich helfen, Ihren Geist zu beruhigen. Das klingt überschaubar. Ich vergesse oft, mir einen Moment Zeit für mich selbst zu nehmen. Es ist leicht, sich in der Hektik des Lebens zu verlieren. Ja, aber ich denke, die Einbeziehung wird wirklich helfen. Definitiv. Es ist eine kleine Praxis, die große Ergebnisse erzielen kann. Ich werde versuchen, es zu einer täglichen Gewohnheit zu machen, es lohnt sich. Das ist der Geist. Sie werden feststellen, dass es Ihr allgemeines Wohlbefinden steigert. Lektion 32: Neue Routinen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, es klingt nach einer guten Ergänzung zu meiner Routine. Das ist die richtige Einstellung. Neue Dinge auszuprobieren kann erfrischend sein. Ich habe in letzter Zeit versucht, die Dinge ein wenig aufzumischen. Es ist wunderbar, die eigene Komfortzone zu verlassen, nicht wahr? Ja, es kann zu unerwartetem Wachstum und unerwarteten Chancen führen. Außerdem bleibt das Leben interessant und voller Überraschungen. Genau. Was möchten Sie Neues ausprobieren? Ich habe darüber nachgedacht, ein neues Trainingsprogramm zu beginnen. Das klingt spannend. Körperliche Aktivität ist so wohltuend. Lektion 33: Orte erkunden. Was Sie betrifft, ich bleibe normalerweise etwa 10 Tage, um den Ort vollständig kennenzulernen. Das ist eine tolle Zeitspanne. Es ermöglicht eine tiefere Erkundung. Genau. Es reicht aus, in die lokale Kultur einzutauchen. Ich stimme zu. Durch Orte zu hetzen bedeutet oft, das Wesentliche zu verpassen. Was gefällt Ihnen am Reisen am besten? Ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren und Einheimische kennenzulernen. Diese Erlebnisse hinterlassen oft bleibende Erinnerungen. Das tun sie wirklich. Es ist wunderbar, mit verschiedenen Kulturen in Kontakt zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes gemeinsames Abenteuer zu erleben. Lektion 34: E-Commerce Wachstum. Auf dem globalen Markt hat der Aufstieg des E-Commerce die Art und Weise, wie wir einkaufen, grundlegend verändert. Das hat es wirklich. Online-Shopping bietet so viel Komfort. Ja, Verbraucher können fast alles direkt zur Hand finden. Und es ist auch für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Viele kleine Unternehmen sind online erfolgreich. Es ist spannend zu sehen, wie die Technologie neue Türen geöffnet hat. Allerdings bedeutet es auch mehr Wettbewerb auf dem Markt.
Stimmt, aber Innovation kann Unternehmen dabei helfen, sich von anderen abzuheben. Genau. Die Anpassung an die Bedürfnisse der Verbraucher ist der Schlüssel zum Erfolg.